Magst du auch, wie Natalie Portman als Black Swan aussieht? Wenn ja, dann bleib bis zum Ende des Videos dran. Heute ist Teil 2 von unserem Beauty-Shooting mit der lieben Carla und der Lea als Modelle und Niki als Hair-Make-up-Artist. Teil 1 braucht ihr euch nicht vorher ansehen, ich verlinke es zum Schluss nochmal mit dran, dann könnt ihr es im Anschluss angucken. Da haben wir ganz natürliche Beauty-Porträts erstellt. Heute haben wir einen etwas intensiveren Make-up-Look, deswegen haben wir auch einen entsprechenden Lichtaufbau kreiert. Und ja, schreibt mir im Anschluss doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass Carla aussieht wie Black Swan in dem einen Bild. Ich glaube, ihr wisst genau, welchen ich meine. Und ja, ansonsten freue ich mich auf regen Austausch in den Kommentaren und sag mal viel Spaß! Willkommen zum zweiten Teil unseres Beauty-Shootings. Wie ihr sehen konntet, haben wir die Modelle umgeschminkt. Wir haben einen bisschen intensiveren Make-up-Look gewählt und dazu passend habe ich das Lichtsetup umgeändert. Ich habe jetzt einen Reflexschirm mit silberner Beschichtung gewählt, weil das ein bisschen mehr Kontrast gibt und deswegen wollte ich das lieber haben als das ganz weiche Licht von vorhin. Ich fotografiere immer noch mit der Sony Alpha 7 III mit meinem Sigma Makroobjektiv 100-2.8. Und wie ihr sehen könnt, haben wir Blumen verwendet. Wir müssen sagen, das mit den Blumen hat sich tatsächlich recht schwierig gestaltet. Ich werde euch gleich ein paar unbearbeitete Bilder reingeben. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, mit Blumen zu fotografieren, beziehungsweise man muss sich vorher über die Form bewusst sein und wie man die Blumen setzen möchte. Die Blume, die wir hier ausgewählt haben, war nicht ganz so einfach und die Ergebnisse waren nicht so schön. Wir waren damit nicht so zufrieden. Wir haben versucht, die immer unterschiedlich zu positionieren, aber ja, das hat einfach nicht so gut funktioniert. Genau, deswegen haben wir später die zweite Blume gewählt. Damit haben wir ein schönes Bild rausgekriegt. Die Blumen, die wir bei Lea verwendet haben, das werdet ihr später sehen, die waren tatsächlich ein bisschen besser. Nicht wundern, ich bin leider krank, deswegen ist meine Stimme ein bisschen belegt, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. Ja, und Stinky ist natürlich auch immer wieder mit dabei. Da wir von den Ergebnissen mit der Blume nicht so begeistert waren, haben wir uns entschieden, erstmal ohne Blumen Bilder zu machen. Aber das ist ja auch eigentlich Sinn eines freien Projekts, dass man ausprobiert, ne? Dass man einfach Sachen ausprobiert und macht, weil nur so kriegt man die Erfahrung, die man braucht für die Kundenshootings, ne? Und ja, die Bilder oder die Situation fanden wir deutlich besser. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt zu anderen Blumen gewechselt und die war deutlich leichter mit der Positionierung. Das, was ihr im Vordergrund seht, dieses oben an der Ecke links, das ist die andere Blume. Die habe ich einfach vor das Objektiv gehalten, damit die so einen Effekt erzielt. Man nennt das einen Störer. Und jetzt haben wir gewechselt zur Lea. Da haben wir das gleiche Lichtsetup benutzt, alles gleich und haben erstmal ohne Blume geshootet und im Anschluss noch mit Blumen, wie ihr sehen werdet. Ich werde euch die Musik einblenden und die Ergebnisse und sag mal ganz viel Spaß. Bis zum dritten Look.
So, und schon sind wir beim letzten Look. Niki hat sich hier kreativ ausgetobt und ja, einen wunderschönen Look für die Mädels kreiert. Leider ist die Kamera ausgegangen, so dass es keine Behind the Scenes von Carlas Shooting gibt, aber das von der Lea blende ich euch ein und die Bilder von der Carla kommen zum Schluss noch mit dazu. Wie ihr sehen könnt, haben wir noch das Lichtsetup wieder umgeändert auf das erste, das mit dem Reflektor unten und oben die Softbox. Und ja, ich sage schon mal danke dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video zu sehen. Und denkt dran, wenn ihr noch mehr solchen Content sehen wollt, dann gebt dem gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn was kommt. Und ich sage schon mal viel Spaß, genießt die Bilder und bis zum nächsten Mal.